Hi Leute, ich bin der Sakratos und das ist mein allererstes YouTube-Video und ich möchte euch zeigen hier, wie ihr in PUBG es schaffen könnt, eine gute Listenplatzierung zu erreichen. Ihr seht das hier bei mir, ich bin jetzt hier auf Platz 307 gerade. Ich war sogar schon mal besser, die letzten Spiele hatte ich ein bisschen Pech. Und das, obwohl ich eben, und das ist es, ein sehr schlechtes Kill-Death-Ratio-Verhältnis habe. Ja? Ich bin nämlich ganz ehrlich, ich bin nicht der beste Spieler, ich bin nicht der beste Aimer, aber in PUBG ist es möglich, wenn man die richtige Strategie verfolgt, trotzdem zu den Besten zu zählen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! Ja, da sind wir schon in der Lobby. Man sieht hier die Flugroute. Jetzt seit einigen Updates schon eingezeichnet. Das ist sehr praktisch. Und was ganz wichtig ist, wenn man lang überleben möchte, ist nicht in der Nähe der Flugbahn abzuspringen. Was wirklich 80% der Spieler tun. Deshalb springen auch immer ganz viele nach Pecado oder Hacienda del Patron oder San Martin und so weiter. Ja, also da gehen wir nicht hin. Wir suchen uns ein Ziel aus, was ein bisschen weiter weg ist und wo es eine Straße gibt, wo man eventuell ein Auto finden könnte. Ja? Also potenziell würde sich jetzt hier Cruz del Valle oder diese Stadt eignen. Ja, ich entscheide mich jetzt mal hier so bei diesem Buchstaben C abzuspringen und dort nach einem Auto zu suchen. Schauen wir uns mal währenddessen an, wer hier so abspringt oder wie viele abspringen. Gerade so bei Pecado, da springen immer ziemlich viele ab, ja. Jetzt ist schon das Flugzeug halb leer. Ja. Und ihr seht auch, die Streuung ist nicht so groß. Also klar, die wenigsten springen jetzt direkt unter dem Flugzeug ab. Das wäre ja auch ganz blöd. Aber die meisten fliegen halt nicht sehr weit. Sind da einfach ungeduldig oder wollen einfach Action haben. Ja. Also ich würde euch das nicht empfehlen, so zu spielen, wenn ihr jetzt noch nicht oft PUBG gespielt habt. Weil dann bekommt ihr einfach überhaupt keine Praxis im Schusswechsel. Und da es keinen Trainingsmodus oder sowas gibt, kann man die Waffen einfach nur im Ernstfall ausprobieren. Und da würde ich euch nicht empfehlen, am Anfang jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Weil dann lernt ihr halt nicht, wie man schießt. Aber wenn ihr eben wirklich mal eure Freunde beeindrucken wollt und sagen könnt, hey, ich bin in den Top 1000, dann macht das so wie ich. So, da habe ich ja schon ein Auto gesehen. So ein schönes, schnelles Cabrio. Sollte mir das nur nicht noch jemand wegschnappen. Ihr kennt ja diese Taste, wie man einfach automatisch läuft. Bei mir ist es auf dem NAM. Das finde ich super anspannend, weil wenn man die ganze Zeit mit dem Finger auf Shift hängt, das ist einfach mit der Zeit anstrengend. Und es soll ja lange dauern. Also ich habe schon vor, so 28 Minuten mindestens zu überleben. Und unter den Top 10 am Ende zu sein. So. Der Kreis hat sich hier relativ nett definiert. Und ich fahre jetzt mal nicht nur nach Cruz del Valle, sondern sogar oben in diese Stadt. Warum mache ich das? Weil es niemand anderes macht. Oder zumindest sehr wenige. Und darum geht es eben einfach mal. Ich möchte halt auf keinen Fall direkt am Anfang sterben, weil das ist das Schlechteste, was euch für eure Bewertung passieren kann. Es geht eigentlich überhaupt nicht darum, jetzt unbedingt zu gewinnen, sondern einfach konsistent eine hohe Bewertung zu erhalten. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man halt nicht so viele Experimente macht. Und nicht so denkt, ja,
könnt es mal probieren. Tolle Loot-Package. Liegt da so schön. Würde ich euch eher nicht empfehlen. Naja, so im Einparken immer noch. So. So, jetzt kommt Phase 2. Also das Looten außerhalb ist jetzt abgeschlossen. Ich habe zumindest eine ganz akzeptable Grundausrüstung. Vor allem wichtig für mich... Wow. Vor allem wichtig für mich sind eben Boosts, Rüstung und eine einigermaßen brauchbare Waffe. Ja, und jetzt kommt eben Phase 2 und zwar das Reinfahren in die Zone mit einem möglichst schnellen Auto. Ich gebe hier jetzt Vollspeed, weil ich weiß nicht, ob hier jemand ist. So. Und jetzt, während man unterwegs ist, sollte man sich jetzt ziemlich schnell überlegen, wo man denn eigentlich landen möchte. Ich probiere es mal da oben und gebe nochmal mehr Stoff. Weil je schneller man ist, umso schwieriger ist man zu treffen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall im gefährlichen Gebiet. Also man könnte auch ein bisschen sagen, dass da oben ist jemand. Oder hat zumindest geparkt. Also man könnte auch sagen, ich spiele das Spiel so ein bisschen wie eine Rallye. Ich lege ungefähr 8 Kilometer oder so durchschnittlich zurück. So. Also ich lebe noch. Keine Ahnung, ob jetzt hier in der Nähe jemand ist. Wenn das Auto jetzt mal endlich ausgehen würde, würde ich das auch besser hören. Ah, da war schon wieder so ein Ruckler. Ich glaube, das sind Sync-Probleme vom Server. Auto ausgegangen. So. Die Armbrust ist eigentlich gar nicht mal so lächerlich. Damit kann man schon jemanden killen.
ich jetzt auch schon mal ein paar Mal geschafft. Also die hat nach der AWM, also AWP, den zweithöchsten Schaden von allen. Da jetzt hier aber eine K liegt, muss ich mich leider von der Armbrust verabschieden. Sentimental. Jetzt bräuchte ich nur mal noch Scopes. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das Auto oder zu Fuß rein. Bei der Größe der Zone würde ich jetzt sogar noch das Auto nehmen. Und dann vielleicht zum Beispiel dahin fahren. Das mache ich jetzt auch gleich schon. So, sind wir schon mal unter den besten 30 Spielern. Das reicht auf jeden Fall noch nicht, um meine Listenplatzierung zu verbessern. Was kann ja noch werden? So, wieder schön schnell. Das ist das Paket. Da ist schon jemand. Ich hätte jetzt erwartet, dass er schießt. Könnte natürlich jemand sein. War jetzt auch nicht gerade unauffällig. Das ist eher so die Art, wie ich irgendwie zu Gebäuden fahre. Also wenn dann offensichtlich und schnell das Überraschungsmoment nutzen. Anschleichen finde ich oft bringt nichts, weil man Schritte auch hört und ja, es gibt ja auch andere Spieler, die dich von außen dabei sehen könnten. Kompensator, naja. Also nicht eigentlich niemals rumstehen. Da ist man ein leichtes Ziel. Gleicher Helm. Ich tausche den Helm ab und zu mal aus, weil man schwitzt so unter dem Helm und dann ist es ganz angenehm, einen neuen Helm anzuziehen. Kleiner Scherz. Also, kein Scope für mich. Sehr schade. Muss ich halt damit klarkommen, was ich hier habe. Und so wie der Kreis jetzt aussieht, wird hier garantiert jemand vorbeikommen. Wird bestimmt Besuch bekommen. Und um mich darauf schon mal vorzubereiten, kann ich euch hier auch nochmal einen kleinen Trick zeigen. Und zwar einen Köder hinlegen. Ja, wer lässt denn schon gerne so einen guten Booster liegen? Da kommt auch schon jemand. Ich höre das. Ich warte mal ab.
Also mit jedem anderen Spieler, der jetzt vor mir stirbt, bekomme ich immer mehr Punkte. Passiv sozusagen. Von dem her wäre es eigentlich totaler Quatsch, in der Situation jetzt rauszugehen. Und der nächste Kreis. Zeig ich das mal. Liegt auch wieder sehr günstig. Oh, da oben ist jemand. Da gehe ich jetzt mal kurz ein bisschen aus dem Weg. Ist gleich der Moment gekommen. Hoffe ich mal, dass jetzt mal hier mal jemand reinkommt. Ja, da kommt jemand. Eieieiei. Aber ihr habt gesehen, mein Köder hat funktioniert. Auch wenn ich es überhaupt nicht verstanden habe, warum das so lange gedauert hat, bis er tot war. Tut mir echt leid. Da ist doch mein ZF. Ganz ehrlich. Der Typ hatte schon 6 Schmerztabletten dabei und er hat sich immer noch eine genommen. Also die Gier der Menschen kennt einfach keine Grenzen. Das ist einfach Psychologie. 6 Spieler noch am Leben. Durch einen Sturz gestorben. Das ist wohl Fail. Ich verhalte mich jetzt weiterhin mal unauffällig. Ich muss ja nur noch den letzten killen. Okay, manche werden von euch jetzt sagen, ich bin ein Camper. Habt ihr auch recht mit, aber ganz ehrlich, es geht ja hier ums Gewinnen. Und das ist absolut legitim. Also wer in so einem Spiel nicht sowas ausnutzt, ist entweder gut oder total lebensmüde. Ja, bringt euch alle gegenseitig um, das hilft mir. Also noch 3 am Leben, noch 2 andere außerdem.
Geil, erstes Video und Chicken Dinner. Also, das war eine ganz gelungene Demonstration für euch, wie meine Strategie so funktioniert. Und das wird jetzt meinem Rang auch ganz gut tun. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst für mein erstes Video, so als Motivationsschub. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.